Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Begleitet uns auf unserem Roadtrip durch Dänemark. Dieses Mal haben wir circa eine Woche Zeit im Gepäck und fahren nach dem Grenzübertritt nach Dänemark zunächst nach Skærbæk. Von hier aus geht es entlang der Nordseeküste nach Herning. Am nächsten Tag fahren wir am Limfjord vorbei in den Ferienort Løkken. Wir fahren vorbei an Hirtshals nach Skagen und von dort aus nach Aalborg. Unser nächstes Etappenziel ist nach einem Abstecher in die schöne kleine Stadt Ebeltoft, die Stadt Aarhus. Dann steht die Insel Funen auf unserem Reiseprogramm und wir machen einen Zwischenstopp in der Stadt Odense. Nach dieser erlebnisreichen Woche geht es für uns wieder zurück nach Deutschland. Die erste Stadt, die wir nach der deutsch-dänischen Grenze besuchen, ist Tønder. Und hier feiern die Einwohner des Ortes ausgelassen ein kleines Stadtfest. Je weiter wir uns vom zentralen Platz entfernen, umso mehr haben wir die kleinen Straßen der charmanten Kleinstadt für uns alleine. Die 1592 erbaute Christkirche ist ein bedeutendes historisches und architektonisches Wahrzeichen der Stadt. Die historische Altstadt mit ihren gut erhaltenen Gebäuden und engen Gassen lädt zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Ein besonders malerisches Beispiel ist die Ulgard, eine der ältesten Straßen der Stadt. Hier findet man traditionelle dänische Architektur und gemütliche kleine Geschäfte. Die Atmosphäre in diesen Gassen ist ruhig und entspannt, perfekt für einen gemütlichen Bummel. Wir verlassen Tønder und fahren weiter zu unserer ersten dänischen Unterkunft, die sich im Örtchen Skærbæk befindet. Wir beziehen unser Motelzimmer und folgen einem Tipp unserer Gastgeberin, am Abend zum Strand der nahegelegenen Insel Rømø zu fahren. Rømø ist über einen 9 Kilometer langen Damm mit dem Festland verbunden, was die Anreise einfach und bequem macht. Die Insel ist bekannt für ihren kilometerbreiten befahrbaren Sandstrand, der besonders bei Drachenliebhabern und Strandbesuchern beliebt ist. Vom Auto aus sind es dann für uns nur noch wenige Schritte bis zum Wasser. Die Insel liegt im dänischen Wattenmeer, etwa 3 Kilometer nördlich von Sylt. Nach einer ruhigen Nacht erwachen wir in unserem kleinen Motel und nehmen im Frühstücksraum ein liebevoll serviertes Frühstück zu uns. Heute wollen wir über Ribe vorbei in Esbjerg über die Näherung Holmsland-Kleet nach Herning fahren. Bevor wir aber die Stadt Ribe besuchen, fahren wir zunächst ins Wikingermuseum.
Das Wikingermuseum Ribe, auch bekannt als Ribe Viking Center, ist ein faszinierendes Freilichtmuseum in Dänemark, das 1992 gegründet wurde. Es liegt etwa 2 Kilometer südlich des Ortskerns von Ribe und bietet Besuchern einen einzigartigen Einblick in das Leben der Wikingerzeit. Wir betreten zunächst das Langhaus. Es ist eine beeindruckende Rekonstruktion eines traditionellen Wikingerlanghauses. Diese Gebäudeform war typisch für die Wikingerzeit und diente als Wohn- und Arbeitsstätte für ganze Familien und ihre Tiere. Das Langhaus im Ribe Viking Center wurde auf der Grundlage archäologischer Funde und historischer Quellen errichtet. Es ist aus Holz und mit einem Strohdach gedeckt, was den authentischen Baustil der Wikingerzeit widerspiegelt. Im Inneren des Langhauses können Besucher die verschiedenen Bereiche erkunden, darunter die Wohnräume, die Küche und die Werkstätten. Besonders faszinierend ist die detailgetreue Einrichtung, die einen lebendigen Eindruck vom Alltag der Wikinger vermittelt. Handwerksvorführungen und interaktive Ausstellungen bieten den Besuchern die Möglichkeit, mehr über die Lebensweise und die Kultur der Wikinger zu erfahren. Auf dem knapp 10 Quadratkilometer großen Gelände befinden sich verschiedene rekonstruierte Gebäude und Gehöfte, die auf archäologischen Befunden basieren. Besucher können hier das alltägliche Leben der Wikinger hautnah erleben. Das Museum beschäftigt eine Vielzahl von Darstellern, die in authentischen Kostümen gekleidet sind und das tägliche Leben der Wikingerzeit nachstellen. Diese Darsteller führen verschiedene Handwerke vor, wie Schmieden, Töpfern, Weben und Holzarbeiten, und bieten den Besuchern die Möglichkeit, diese alten Techniken hautnah zu erleben. Zum Zeitpunkt unseres Besuches hatte eine Gruppe deutscher Wikinger ihr Lager auf dem Gelände aufgeschlagen. Im benachbarten Gutshof gönnen wir uns einen Cappuccino, der zur Zeit der Wikinger wohl noch nicht erfunden war. Dann schauen wir uns die Wikingerboote an, die im kleinen Hafen vor Anker liegen. Diese Boote wurden nach traditionellen Methoden und mit authentischen Materialien gebaut, um die historischen Vorbilder so genau wie möglich nachzubilden. Dann besichtigen wir die Rekonstruktion der Ansgar-Kirche aus dem Jahr 860. Diese Kirche ist eine Nachbildung der ersten Kirche im heutigen Dänemark und im Inneren mit farbenfrohen Wandgemälden im karolingischen Stil geschmückt, die biblische Motive darstellen. Wir verlassen das Wikingermuseum und fahren weiter in die nahegelegene Stadt Ribe.
Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks und wurde im Jahr 710 gegründet. Die Stadt hat sich ihren historischen Charme bis heute bewahrt und ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt mit malerischen Fachwerkhäusern und engen Gassen. Beim Bummeln durch die engen gepflasterten Straßen fühlt man sich in vergangene Zeiten zurückversetzt. Die gut erhaltenen Fachwerkhäuser und die malerischen Fassaden tragen zur historischen Atmosphäre bei. Ein bedeutendes Wahrzeichen der Stadt ist der Dom zu Ribe, der im 12. Jahrhundert erbaut wurde und eine beeindruckende Mischung aus romanischer und gotischer Architektur bietet. Der Fluss Ribe-Å, der durch Ribe fließt, lädt zu Spaziergängen und Erkundungen ein. Wir fahren weiter und erreichen das kleine Städtchen Varde. Der zentrale Platz in Varde ist das Herzstück der Stadt und ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher. Er ist umgeben von historischen Gebäuden und der ideale Ausgangspunkt, um die charmante Fußgängerzone zu erkunden. Unsere Route führt uns weiter über die Näherung Holmstad Klitt, die den Ringkøbing Fjord von der Nordsee trennt. Hier legen wir eine Pause ein. Diese schmale Landzunge erstreckt sich über etwa 30 Kilometer und ist bis zu 2 Kilometer breit. Sie ist bekannt für ihre hohen Dünen, die eine Höhe von bis zu 25 Meter erreichen können, und ihre malerischen Strände. Wie ihr seht, weht heute eine wirklich steife Brise bei angenehmen Temperaturen. Die Fahrt geht weiter und der nun folgende Streckenverlauf bietet uns wunderbare Aussichten auf den Ringkøbing Fjord. Wir erreichen unser Tagesziel Herning und beziehen unser zentral liegendes Hotel Eyde. Am Abend genießen wir ein leckeres Menü im Restaurant Bones, das mit seinem amerikanischen Ambiente zu punkten weiß.
Nach einem reichhaltigen Frühstück setzen wir unseren Dänemark-Roadtrip weiter fort. Wir starten in Herning und fahren nach einem Zwischenstopp in Thisted zu unserem Tagesziel im bekannten Ferienort Løkken. Wir erreichen die Insel Mors über die Sallingsundbrücke. Einige Kilometer später verlassen wir Mors wieder über die Wilsundbrücke, die über den Wilsund im Limfjord führt. Die Brücke ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein beeindruckendes Beispiel für Ingenieurskunst und Architektur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir erreichen Thisted und parken unser Auto am hübschen Bootshafen. Thisted ist eine charmante Stadt in der Region Nordjylland. Sie hat aber außer einem hübschen Rathaus, einer kurzen Fußgängerzone und einer spätgotischen Kirche im Zentrum nicht allzu viel zu bieten. Nach weiteren 100 Kilometern Fahrstrecke erreichen wir den beliebten Ferienort Løkken an der Jammerbucht und beziehen unsere hübsche Ferienwohnung. Wir spazieren durch den touristischen Ort vorbei an zahlreichen Geschäften und Restaurants in Richtung Strand. Løkken ist bekannt für seinen feinen Sandstrand und die ikonischen weißen Badehäuser, die von Mai bis Oktober am Strand stehen. Diese Badehäuser sind ein unverkennbares Wahrzeichen der Stadt und verleihen ihr einen besonderen Charme. Bekannt ist Løkken aber auch für seine Fischerboote, die noch immer traditionell am Strand an- und abgelandet werden. Die Mole in Løkken ist ein beeindruckendes Bauwerk, das weit in die Nordsee hineinragt. Sie wurde zwischen 1927 und 1931 erbaut und in den 1950er Jahren renoviert. Läuft man den Strand entlang, trifft man unweigerlich auf eine ganze Reihe von Betonbunkern. Die Bunker in Løkken sind faszinierende Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Während der deutschen Besatzung wurde Løkken zu einer wichtigen Stützpunktgruppe ausgebaut, die aus Infanteriestellungen und Küstenbatterien bestand. Viele dieser Bunker befinden sich heute noch in den Außenbereichen der Stadt. Einige der Bunker sind sogar bis ins Meer vorgedrungen. Diese Bunker waren Teil des Atlantikwalls, einer Verteidigungslinie, die sich von Norwegen bis zur spanischen Grenze erstreckte.
Wir erreichen wieder das Ortszentrum mit seiner lebendigen Atmosphäre und genießen im Restaurant Söborg ein leckeres Abendessen. Heute geht's für uns von Løkken aus über die Hafenstadt Hirtshals bis an die Nordspitze Dänemarks nach Skagen. Nach einer ausgiebigen Besichtigung setzen wir danach den Weg vorbei an Frederikshavn fort und beenden unsere Tagesetappe in Aalborg. Wir erreichen Skagen, parken unser Auto am Ortsrand und steigen auf unsere Fahrräder, um mit ihnen zur nördlichen Landspitze zu fahren, die hier Grinnen genannt wird. Den ersten Zwischenstopp machen wir am Leuchtturm von Grinnen. Dieses beeindruckende Bauwerk wurde zwischen 1856 und 1858 erbaut und ist mit 46 Metern der zweithöchste Leuchtturm Dänemarks. Wir parken unsere Räder am Besucherzentrum und machen uns zu Fuß auf den Weg zur Nordspitze. Auch hier trifft man erneut auf Bunker des Atlantikwalls. Jetzt im Sommer gleicht der Weg zur Spitze ein wenig einer Völkerwanderung, denn Grinnen ist ein beliebtes Ausflugsziel und zieht jährlich etwa 2 Millionen Besucher an. Die beiden jungen Seehunde, denen wir am Strand begegnen, stört das Treiben der Menschen hier aber herzlich wenig. Hier treffen die beiden Meere Skagerrak und Kattegat aufeinander, was zu einer faszinierenden und turbulenten Wasserlandschaft führt. Ein besonderes Erlebnis ist es, mit einem Bein in der Nordsee und mit dem anderen im Kattegat zu stehen und die Wellen der beiden Meere zu beobachten, wie sie aufeinander prallen. Wir begeben uns wieder zurück zu unseren Fahrrädern und fahren auf diesen in das Zentrum von Skagen. Wir parken unsere Fahrräder am Museum und machen uns zu Fuß auf den Weg in den Ort. Das Zentrum von Skagen ist ein lebendiger und charmanter Ort, der besonders im Sommer pulsiert. Hier findet man eine Vielzahl von Lokalen, Cafés und kleinen Geschäften. Die Atmosphäre ist lebendig und einladend, perfekt für einen gemütlichen Bummel. Die engen Gassen und die gut erhaltenen historischen Gebäude verleihen dem Zentrum einen besonderen Charme.
Wir schwingen uns wieder auf unsere Räder und erreichen im Ortsrand den historischen weißen Leuchtturm, der 1747 erbaut wurde und in dessen Nähe wir unseren Wagen geparkt haben. Dann fahren wir vorbei an Frederikshafen in die Stadt Aalborg am Limfjord, unserem nächsten Tagesziel. Wir checken ins Hotel ein und begeben uns auf unsere erste Entdeckungstour durch Aalborg. Aalborg ist lebendig und ist die viertgrößte Stadt des Landes. Sie ist bekannt für ihre reiche Geschichte, die bis ins Jahr 1040 zurückreicht. Das leckere Abendessen nehmen wir in Jensens Böffhus ein. Dann spazieren wir wieder in Richtung Hotel, denn auch morgen haben wir den ganzen Tag noch für Aalborg Zeit. Die Sonne lacht erneut am nächsten Morgen und nach einem ausgiebigen Frühstück schwingen wir uns erneut auf unsere Räder. Wir radeln entlang der Limfjord-Promenade zunächst in Richtung Hafenfront. Diese hat sich in den letzten Jahren von einem beliebten Industrieviertel zu einem modernen und lebendigen Stadtteil entwickelt. Dann fahren wir die Promenade die entgegengesetzte Richtung und überqueren die Limfjordbrücke, die die Innenstadt von Aalborg mit Nørresundby verbindet. Wir erreichen den Lindholm Fjordpark und fahren in diesem wunderschönen Naturgebiet auf kleinen Wegen am Wasser entlang. Hier gibt es einen Ort, der von den Einheimischen als Ende der Welt bezeichnet wird. Dieser malerische Ort bietet eine wunderschöne Aussicht und eine ruhige Atmosphäre. Wir fahren zurück zum Hotel und begeben uns entlang der Jomfru Ane Gate, die für ihre lebendige Atmosphäre und die Vielzahl von Restaurants, Bars und Diskotheken bekannt ist, ins Zentrum von Aalborg. Aalborg bietet eine faszinierende Mischung aus alt und neu, mit charmanten Gassen, modernen Gebäuden und einer lebendigen Kulturszene. Der gotische St. Budolfi-Dom wurde um 1450 erbaut und ist die Hauptkirche des Bistums Aalborg. Vorbei am Heiliggeistkloster laufen wir wieder in die Fußgängerzone. Die engen Gassen und die gut erhaltenen historischen Gebäude verleihen dem Zentrum einen besonderen Charme.
Und zum Tagesabschluss genießen wir die amerikanische Küche im Bones. Natürlich darf ein ordentliches Frühstück nicht fehlen, bevor wir auf den nächsten Abschnitt unserer Rundreise aufbrechen. Heute fahren wir zunächst in die kleine Stadt Ebeltoft, bevor wir in die Stadt Aarhus weiterreisen. Ebeltoft liegt auf der Halbinsel Jutland an einer Meeresbucht des Kattegat. Wir parken unser Auto auf dem Parkplatz des Schiffsmuseums und begeben uns zunächst ins historische Zentrum. Das alte Rathaus in Ebeltoft aus dem 18. Jahrhundert gilt als das kleinste Rathaus der Welt und Besucher können hier den alten Ratssaal besichtigen. Es lohnt sich in Ebeltoft auch mal in die hübschen Innenhöfe zu gehen. Die Stadt ist bekannt für ihre gut erhaltene historische Altstadt mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflasterstraßen. Der Färberhof befindet sich in einer historischen Hofanlage, die noch mit den originalen Pflastersteinen belegt ist. Er ist ein faszinierendes Museum, das sich mit der Geschichte des Färberhandwerks beschäftigt. Neben der Werkstatt umfasst das Museum auch die einstige Wohnung des Färbers. Der Färberhof ist die einzige erhaltene kleinstädtische Färberei in Nordeuropa und bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben und Arbeiten der Färber in früheren Zeiten. Die Altstadt ist bekannt für ihre charmanten Gassen und die vielen kleinen Geschäfte, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Der Hafen von Ebeltoft ist ein malerischer und gut ausgestatteter Hafen, der sich in der Nähe des Stadtzentrums befindet. Die Museumsfregatte Jylland gilt als eine der längsten erhaltenen Holzfregatten der Welt. Wir erreichen Aarhus und begeben uns in die Innenstadt. Am Kanal Aarhus-Au, der durch das Stadtzentrum fließt, genießen wir ein paar kühle Getränke. Vorbei am St. Clemensdom erreichen wir die bekannte Einkaufsstraße Søndergaard, gehen noch lecker etwas essen und beenden den Tag in unserem Hotel. Heute steht den Gamle By auf dem Programm. Das faszinierende Freilichtmuseum, das auch unter dem Namen Die alte Stadt bekannt ist, wurde 1909 gegründet und 1914 eröffnet und ist das älteste seiner Art, das sich auf die städtische Kultur und Geschichte konzentriert. In den Gamle By kannst du eine Zeitreise durch verschiedene Epochen der dänischen Geschichte unternehmen und die beginnt nach dem Eingang in den 70er Jahren. Neben einem Friseursalon und dieser Zweiradwerkstatt gibt es auch noch einen original eingerichteten Tante-Emma-Laden und eine Bäckerei. Alle Gebäude sind in ihrem ursprünglichen Stil eingerichtet und können von den Besuchern betreten werden.
Wir besuchen eine Metzgerei, die genauso authentisch eingerichtet ist wie das Fotogeschäft, das damals in keiner Stadt fehlen durfte. Auch an den VW Käfer im Hinterhof wurde gedacht. Im nächsten Abschnitt erkunden wir die modernen Zeiten der 1920er Jahre, als das Automobil die Welt veränderte. Die Pferdekutschen sind ein Zeichen dafür, dass wir uns in den Abschnitt um 1800 bewegen. Das Museum besteht insgesamt aus 75 historischen Gebäuden, die aus verschiedenen Teilen Dänemarks hierher gebracht und originalgetreu wieder aufgebaut wurden. Diese Gebäude repräsentieren verschiedene Epochen und soziale Schichten, von einfachen Handwerkerhäusern bis hin zu wohlhabenden Kaufmannshäusern. Auch eine historische Wassermühle wird hier noch betrieben. Das Museum bietet eine Vielzahl von Ausstellungen und Aktivitäten, die das tägliche Leben in den vergangenen Jahrhunderten veranschaulichen. Besucher können traditionelle Handwerkskünste wie Schmieden, Töpfern und Weben erleben. Denn Gamlebü ist nicht nur ein Ort der Bildung und Unterhaltung, sondern auch ein wertvolles kulturelles Erbe, das die Geschichte und Identität Dänemarks bewahrt und lebendig hält. Ein Besuch in diesem einzigartigen Museum ist wie eine Reise durch die Zeit und bietet unvergessliche Einblicke in die Vergangenheit. Wir fahren mit den Rädern in das moderne Hafenviertel Aarhus Ost. Es ist ein lebendiges und dynamisches Stadtviertel, das in den letzten Jahren auf dem ehemaligen Containerhafen im nördlichen Teil des Hafens entstanden ist und sich durch seine innovative und kreative Architektur auszeichnet. Aarhus bietet mehrere beeindruckende Yachthäfen, die sowohl für Segler als auch für Besucher attraktiv sind. Die Salling Rooftop Bar auf dem Dach des Kaufhauses Salling ist ein absolutes Highlight. Diese beeindruckende Dachterrasse bietet eine atemberaubende 360-Grad-Aussicht über die Stadt und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Die Bar bietet eine Auswahl an köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken, darunter Cocktails und lokale Spezialitäten. Die Salling Rooftop Bar ist der perfekte Ort, um einen entspannten Abend zu verbringen und die Schönheit von Aarhus aus der Vogelperspektive zu genießen. Eine klare Empfehlung von uns für einen warmen Sommerabend.
Heute brechen wir von Aarhus auf, um auf die Insel Fünen zu fahren. Unser Tagesziel ist heute die Stadt Odense. Zum letzten Mal auf diesem Trip beziehen wir unser Hotelzimmer, das sich im neuen Teil des Hotels befindet. Odense ist eine schöne Stadt auf der Insel Fünen und als Geburtsort des berühmten Märchendichters Hans Christian Andersen bekannt. Sie ist eine Stadt, die Tradition und Moderne auf wunderbare Weise verbindet und sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat. Wir erreichen den öffentlichen Park Monkey Mose am Fluss Odense Au. Der Park hat eine lange Geschichte und bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten und Attraktionen. Wir folgen dem Lauf des Flusses auf gut ausgebauten Fahrradwegen und entdecken noch ein Rentiergehege. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Dänemark und von euch und hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Bis bald auf diesem Kanal. I could tell you that you hurt me and you tell me that you're sorry. I'd work it out in therapy, my friends would all be there for me, but